Hi, ich bin Lara von Einfach Backen und wenn du keins unserer neuen Rezeptvideos verpassen möchtest, dann abonniere doch direkt unseren Kanal und aktiviere auch am besten die kleine Glocke. Und jetzt geht's auch schon direkt los. Wir machen heute einen super schönen Drip Cake. Wir starten auch gleich schon mit dem Teig. Dafür jetzt einfach die Margarine mit dem Zucker und dem Vanillezucker verrühren und dann die Eier nacheinander unterrühren. In der Zwischenzeit mische ich schon mal das Mehl mit dem Kakaopulver und dem Backpulver. Jetzt kommt einfach unsere Mehlmischung im Wechsel mit der Milch in den Teig und ganz zum Schluss auch unsere Schokostücke. Unser Teig ist jetzt soweit fertig. Ich habe den Ofen jetzt auch schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und eine Springform mit dem Durchmesser 20 cm gefettet. Ich habe jetzt noch ein bisschen Backpapier unten reingelegt, dann lässt sich der Kuchen später einfach viel einfacher lösen. Genau, jetzt einfach alles einfüllen und dann geht es auch schon ab in den Ofen. Jetzt darf unser Kuchen für ca. 60 Minuten backen. Unser Kuchen ist inzwischen abgekühlt und wir machen weiter mit der Füllung. Dafür habe ich jetzt schon mal die Sahne steif geschlagen und jetzt kommen einfach die restlichen Zutaten. Das ist einmal der Frischkäse, die Butter, der Puderzucker und unser Vanilleextrakt. Ganz wichtig ist hier, dass der Frischkäse und die Butter so auf Zimmertemperatur sind, denn dann lassen sie sich richtig schön verrühren. Wenn sie zu kalt sind, klappt das leider nicht so gut. Das verrühren wir jetzt und danach heben wir noch die Sahne unter. Jetzt noch die Sahne, damit es schön luftig wird. Jetzt geht es weiter mit dem ausgekühlten Kuchen. Der wird jetzt nämlich in 3 gleich große Teile geschnitten und danach mit unserer leckeren Creme gefüllt. Ich habe hier oben jetzt noch so ein bisschen die Kuppel abgeschnitten. Muss man natürlich nicht machen, aber dann wird es einfach ein bisschen gerader, also wenn es wirklich ganz perfekt aussehen soll. Aber wie gesagt, kann man auch dran lassen. Wir geben das jetzt direkt auf unsere Tortenplatte, wo er später dann auch serviert werden soll. Und ich mache das immer so, dass ich den oberen Teil jetzt als Boden benutze und den unteren Teil ganz später on top, damit der schön glatt wird. Zum Befüllen jetzt einfach immer so 2 bis 3 Esslöffel von der Creme auf den Boden geben, verstreichen und dann kommt der nächste Boden drauf. Mit der restlichen Creme streichen wir jetzt den ganzen Kuchen ein und vor allem ist wichtig, dass wir die einzelnen Schichten dann nicht mehr sehen, also dass er wirklich komplett von Creme bedeckt ist. Damit unser Kuchen später auch eine wirklich ganz klare, krümelfreie äußere Schicht hat, mache ich das immer so, dass ich eine erste Schicht, die sogenannte Krümelschicht, auftrage. Das heißt, man sieht hier auch ganz schön, da hängen jetzt die ganzen Krümel drin. Das heißt, die erste Schicht fängt diese ganzen Krümel alle ab. Dann stelle ich den Kuchen nochmal so 30 Minuten kalt und dann kommt die letzte Schicht Creme nochmal drauf. Und die ist dann 100% krümelfrei. Sobald die Creme jetzt ein bisschen angezogen ist, also der Kuchen schön gekühlt, kommt unsere letzte Schicht Creme oben drauf. Sobald die letzte Schicht drauf ist, kommt der Kühlschrank nochmal so circa 30 Minuten in den Kühlschrank. Kuchenkühlschrank. Ist mir auch richtig spät aufgefallen. Jetzt kommt der Kuchen noch mal so circa 30 Minuten in den Kühlschrank, kühlt noch ein bisschen runter und wir machen in der Zeit die Ganache für die Drops. Während der Kuchen jetzt noch ein bisschen durchkühlt, machen wir schon mal die Ganache. Dafür einfach die Sahne in einen Topf geben und aufkochen und die kommt dann auf unsere gehackte Schokolade drauf. Das wird ein bisschen verrührt. Und dann müssen wir das Ganze nochmal so 20 bis 30 Minuten abkühlen lassen. Das heißt, am Ende, um einen richtig schönen Drip hinzubekommen, muss unsere Ganache noch flüssig sein und warm, aber natürlich auch nicht zu heiß, sonst läuft er zu schnell runter. So, jetzt ist alles auf Betriebstemperatur, das heißt, der Kuchen ist gekühlt.
Die Ganache ist noch lauwarm und wir legen los mit dem Drippen. Ich habe jetzt einfach die Ganache noch mal ein bisschen durchgerührt und nehme jetzt einen kleinen Löffel und damit versuche ich jetzt am Rand entlang zu fahren und diese kleinen Tropfen dabei runterlaufen zu lassen. Sobald unsere Schokoschicht sitzt, geht's ans Verzieren. Ich habe jetzt einfach ein paar frische Beeren genommen. Du kannst natürlich auch ganz nach Belieben die Torte mit saisonalem Obst oder vielleicht auch Nüssen, was auch immer, verzieren. Unser Drip Cake ist fertig und das ist jetzt so eine Art Grundrezept. Das kannst du natürlich auch noch ganz nach deinem Belieben variieren mit verschiedenen Füllungen oder verschiedenen Toppings. Vielleicht hast du ja schon eine Idee, mit was du den Drip Cake füllen würdest. Wenn ja, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne ein Like da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du keins unserer neuen Videos verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Das Rezept zu diesem hübschen Kuchen gibt es wie immer als Link in der Infobox. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Halt, stopp! Noch nicht abschalten. Wenn du jetzt noch dabei bist, dann kannst du wahrscheinlich genau wie ich nicht genug bekommen von den Einfach-Backen-Rezepten. Deshalb kann ich dir jetzt wärmstens das Einfach-Backen-Backbuch mit den 150 Lieblingsrezepten ans Herz legen. Den Link dazu findest du ganz einfach hier oben und natürlich abonnieren nicht vergessen. Und hier geht's gleich weiter mit den nächsten Videos.